Wir befinden uns zurzeit an der Küste Michoacans in Mexiko und fühlen uns wie im Paradies. Hier ist zwar alles einiges einfacher und man merkt die Entlegenheit der Region, aber das heißt nicht, dass man nicht auch hier ein Fleckchen Idyll finden und einiges entdecken kann. Geplant war ja nicht so lange hier zu bleiben, aber es hätte uns wirklich schlimmer treffen können. Genau. Hallo und schön euch in diesem Video wieder dabei zu haben. Wir sind immer noch da, wo wir letztes Mal eigentlich aufgehört haben, auf dem Campingplatz in Michoacán in La Ticla, so heißt das hier. Und es ist wirklich ein kleines Paradies. Die Nächte sind zwar ganz schön warm, weil ja durch das Klima, das wir hier haben und das auch viel tropischer ist, sind die Nächte recht warm, aber dafür haben wir hier überall Palmen und Kokosnüsse frisch von den Palmen und ja, es ist irgendwie schön, wieder am Strand zu sein. Man kann sich hier richtig fallen lassen, auch wenn die Region hier nicht so einen guten Ruf hat, was die Sicherheit angeht. Aber ja, wir finden es toll hier und ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach mal den Kaffee noch fertig und dann zeigen wir euch ein bisschen mehr von dem Ort. Man merkt, dass auch an diesem Strand wohl ganz viele Schildkröten schlüpfen. Man sieht ganz viele, ja, es sieht aus wie zerdrückte Ping-Pong-Bälle, aber das sind Überreste von den Eiern der Schildkröten. Also die schlüpfen hier, also werden hier abgelegt, dann schlüpfen die jungen Schildkröten und gehen dann ins Wasser. Und man sieht auch jeden Tag, verändert sich ein bisschen diese Kante vom Sand durch die Brandung. Und manchmal sieht man tatsächlich, wie durch diesen Schnitt, den es gibt, da einzelne Nester waren mit ganz vielen Eiern. Vielleicht sehen wir das heute auch noch, wir schauen nachher gleich nach, aber ja, schon cool zu wissen, dass die hier schlüpfen. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät, um sie zu sehen, aber man sieht die Überreste. Muss wohl ein Nest gewesen sein, denn hier sind ganz viele von diesen Schalen. Und ja, ich hoffe, dass die es alle ins Meer geschafft haben. Richtig spannend, das mit den Eiern und den Schildkröten hatte ich so noch nie gesehen. Ja, man lernt auf dieser Reise nie aus. Aber La Ticla ist natürlich auch noch für was anderes bekannt. Und zwar, ja, wie man sieht, all die Wellen ziehen all die Surfer an. Und hier sind ein paar richtig gute Surfer. Unter anderem ist auch Tommy schon rausgelaufen oder geschwommen. Und das wollen wir uns natürlich ansehen, denn ja, wir sind schon ein paar Tage hier und die Surfer sind hier richtig gut. Also wollen wir uns das auch heute nicht entgehen lassen.
Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN-Dienst von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns auch sicher, wenn wir zum Beispiel unsere Finanzangelegenheiten online erledigen, denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost VPN weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es auch von Websites wie computerbild.de, chip.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Somit bezahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt weiter zum Video. Für uns kommt auch irgendwann der Moment, oder? Dass wir so surfen? Ja, das vielleicht nicht. Ich glaube, das ist für uns vorbei. Aber dass wir einen Spot finden, wo auch wir ein bisschen surfen können. Ja, ich glaube, der nächste sollte für uns auch gut sein. Hoffentlich. Schon cool, hier so zuzusehen. Macht Bock. Aber es gab auch eine Zeit, da habe ich echt viele Wellen genommen. Ja. Und dann war irgendwann wieder Schluss und dann war so viel Luft drauf. Oh. Ich glaube, das sah nach einer guten Session aus. Also Tommy war schon, meinte, es war gut, oder? Ja. Ja, morgen geht's weiter. Ja, wir gehen jetzt zurück zum Van. Das heißt, wir müssen noch mal durch den Fluss. Der Strand ist hier durch den Fluss geteilt, aber es ist auch schön erfrischend zwischendurch. Dann gibt es Frühstück und dann, ja, mal schauen. Stimmt, wir wollten noch in den Ort, ne? Wir müssen einkaufen. Ja, wir müssen heute noch einkaufen. Ja, also, jetzt mal zum Van. So, Frühstück war natürlich wieder mal sehr lecker und jetzt geht es endlich zum Einkaufen.
Roberto macht noch was fertig im Camp, drum gehe ich einfach mal alleine in den Ort. Der Campingplatz ist ja gleich anbindend an den Ort. Drum ist es nicht weit und so viel brauchen wir eh nicht. Aber ich fand, ich nehme euch trotzdem mit, denn wir haben ja letztens davon gesprochen, dass wir seit der Baja im wahren Mexiko sind. Aber das waren natürlich bunte Städte, schöne Städte und das hier ist natürlich aber auch Teil vom wahren Mexiko. Hier sind eher einfache Hütten. Die Leute haben hier nicht so viel, sind aber deswegen nicht weniger freundlich. Und das Örtchen hier ist trotzdem recht hübsch. Also uns gefällt es gut, wir fühlen uns richtig wohl hier. Und ja, darum nehme ich euch jetzt einfach mit zum Einkaufen. Auf dem Campingplatz. Ich würde behaupten, ich habe alles bekommen. Aber ja, man merkt beim Einkaufen schon, dass man hier eher ein bisschen entlegen ist. Also man kriegt bei weitem nicht alles. Und ja, witzigerweise, man kann auch nur mit Bargeld zahlen und der nächste Bankomat ist etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt. Also man muss schon ein bisschen vorausplanen, wenn man sich in so ein bisschen entlegenere Gebiete begibt. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall wert. Oh, jetzt ist mir aber auch wieder ganz schön warm geworden. Ich gehe zurück zum Auto, mal sehen, was da im Camp so läuft. Und heute Abend haben wir überlegt, vielleicht essen zu gehen hier im Ort. Mal sehen. Es gibt endlich was zu essen. Das ist immer das Wichtigste auf jeder Reise, definitiv. Nein, Surfen ist überbewertet. Aber ja, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Wir reisen natürlich immer noch in bester Gesellschaft von Tommy und Hannah. Schaut unbedingt auf ihrem Insta-Kanal vorbei. Die haben richtig coolen Content. Und sind auch coole Menschen. Und sind auch nicht verlegen. Gar nicht. La Ticla ist doch sehr überschaubar, also viel zu sehen gibt es hier nicht, aber wir haben einige Foodstände gesehen und ja, für mich wird es wahrscheinlich nichts geben, denn mit Essen auswärts ist immer ein bisschen schwierig, aber die anderen sind schon richtig hungrig und da vorne haben wir einen Taco-Stand gesehen, der sah schon ziemlich gut aus, also ich glaube, da gehen wir jetzt mal hin. Para mí lo mismo, también, por favor, más. Ah, lo que gustan. ¿Cómo le van a poner los tacos turcos?
Hallo! War's gut? Ja. Ja, Was wie ein Staubsauger aufgesaugt. Ja, war ganz okay. Ja, stimmt, ihr seid noch gar nicht so weit. Nee, hat man gut essen. Ich fand richtig gut. Ah, das war lecker. Und es gibt noch ein Agua de Horchata für unterwegs. Ja, aber für heute war es das. War ein langer Tag. Und ja, mal schauen, wenn wir uns wiedersehen. Denn wir wollen endlich mal auch wieder entspannen, oder? Darf man ab und zu auch mal. Ja. Also, bis bald. Gute Nacht. Endlich mal wieder draußen. Die letzten Tage ja, haben wir mehrheitlich im Van verbracht. Uns ging es allen ein bisschen schlecht. Einer nach dem anderen, ja. Außer Jessie, sie hat es nicht erwischt. Also wir waren mit Bauchkrämpfen und es kam, ja, egal. Keine Details. Ja, Hauptsache jetzt sind alle wieder fitter und haben ein bisschen mehr Energie. Wir können wieder diesen wunderschönen Ort genießen. Ja. Denn ja, also geplant war ja nicht so lange hier zu bleiben, aber es hätte uns wirklich schlimmer treffen können. Genau. Und ja, hier sind halt tolle Vibes. Die Surfer. Ja, denen zuzuschauen. Also die sind jeden Tag, sobald die Sonne rausscheint, sind die im Wasser. Ja. Und obwohl die abends doch ziemlich Party machen, also... Man hört und riecht es. Aber ja, ist eine gute Stimmung hier. Ja. Und vielleicht hüpfen wir heute Nachmittag auch noch ins Wasser. Mal schauen, vielleicht schauen wir uns auch noch mal ins Wasser. Aber wir möchten uns als erstes an dieser Stelle noch bei unserem Sponsor des heutigen Videos, bei CyberGhost, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, somit würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst doch ein Abo da. Like das Video, kommentiert das Video fleißig. Auch wenn es nur ein kurzer Kommentar ist, wir freuen uns immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es in Michoacán weitergeht. Ich bin schon gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Hasta luego. Tschüss. Aua.